Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu den IT-Trends, dem Format, welches euch zum Lachen und zum Weinen in einem Video bringt. Und wir starten direkt mit den Hacking News, einem wichtigen Bereich, wie ich finde, denn dort kann ich euch informieren darüber, was ihr dringend patchen solltet. Und diese Woche ist definitiv dabei GeForce Now. In GeForce Now gab es eine, also falls ihr es nutzt natürlich, gab es eine gravierende Sicherheitslücke, die in dem OpenSSL-Client war, das heißt in der Library sozusagen, in der Bibliothek, die für verschlüsselten Netzwerk-Traffic zuständig ist. Das heißt, die Bibliothek, die euren Netzwerkverkehr verschlüsselt. Und naja, da gab es einige Sicherheitslücken drin, die dazu geführt haben, dass man im schlimmsten Fall beliebige Informationen lesen konnte oder sogar Code ausführen konnte und alles sogar als Administrator. Also wirklich was man wirklich nicht haben möchte. Und ja, es gibt schon einen Patch von Nvidia, einfach installieren und dann habt ihr eigentlich keine Probleme mehr. Und die zweite Schwachstelle, die ich euch heute vorstellen möchte, ist eine Schwachstelle in Linux. Oh mein Gott, nein, das kommt häufiger vor, als man denkt. Aber in Ubuntu 20.04, einer schon sehr berühmten Distribution, die wahrscheinlich sehr viele Leute auch benutzen. Und zwar gab es dort eine Schwachstelle im Account-Service. Um genau zu sein, war das Ganze quasi ein Denial-of-Service-Angriff auf den Account-Service, was quasi den Account-Service lahmgelegt hat. Und dadurch konnte man sich von einem normalen Benutzer zu einem Administrator hochschrauben sozusagen. Die Schwachstelle ist erst gestern, um genau zu sein, aufgetaucht, und zwar auf YouTube als Video, was ich euch natürlich in der Beschreibung unten verlinke. Das Ganze ist relativ einfach durchzuführen, kann man auch sehr gut machen. Falls ihr gerade an einem CTF oder sowas dran seid, vielleicht bringt es euch da ja was. Den Hack der Woche bekommt aber diese Woche definitiv der Platypus-Exploit. Das Schnabeltier, also Platypus ist quasi ein Schnabeltier, hat aber eigentlich damit nicht viel zu tun, ist nur so genannt worden. Und zwar handelt es sich dabei um einen sogenannten Seitenkanalangriff. Das heißt, man geht nicht über den klassischen Weg sozusagen und versucht irgendwie in ein System reinzudringen, sondern man nimmt einen Weg, den man so vielleicht nicht auf dem Schirm hatte. Und genau sowas machen die hier. Ihr könnt euch das vorstellen wie im Comic im Endeffekt. Der klassische Weg, einen Tresor zu knacken von den Panzerknackern, ist an den Schraubendingern zu drehen und zu versuchen, es aufzubrechen oder sowas oder mit Dynamit oder sowas. Der clevere Trick und der Seitenkanalangriff in diesem Fall wäre zu hören, wann eigentlich das Ding klackt. Und im Endeffekt, so haben die Forscher das Ganze auch gemacht. Die haben geguckt, wie viel Strom verbraucht eigentlich gerade die CPU. Und anhand dieses Stromverbrauchs konnten sie auslesen, welche Schlüssel für eine Verschlüsselung benutzt wurden. Damit konnten sie tatsächlich Festplatten entschlüsseln, die mit AES verschlüsselt wurden, also wirklich einer sicheren Verschlüsselung. Die Verschlüsselung ist an sich wirklich sicher, aber sie konnten es eben trotzdem auslesen, weil sie eben quasi den Schlüssel einfach mithören konnten über den Stromverbrauch des Prozessors. Und das ist schon was, wo man vielleicht jetzt nicht als erstes draufkommt und wo man sich auch ein bisschen denkt, hä, wie geht das? Und deswegen habe ich euch das auch unten verlinkt, könnt ihr gerne nochmal reingucken. Kommen wir zum Fail der Woche, eine meiner Lieblingskategorien in diesem Format. Und ja, diese Woche geht ja ganz klar an Ubisoft. Die haben nämlich einen kleinen Bug in ihrem System gehabt, wo sie haben einen Angebotspreis gehabt und upsala, da hat halt einfach eine Null gefehlt, ja. Also ich weiß nicht, ob es ein Bug war oder menschliches Versagen. Auf jeden Fall konnte man Assassin's Creed Valhalla für 10 € kaufen und die Spieler dürfen es scheinbar auch behalten, was ziemlich cool ist, was aber wahrscheinlich jemanden seinen Job kosten wird. Der Win der Woche geht diese Woche allerdings schon wieder an Microsoft. Denn Microsoft hat einen sehr begehrten Menschen ergattert in seinem neuen Developer-Team, und zwar den Erschaffer von Python, Guido van Rossum. Ich muss das kurz nachgucken, wie er wirklich heißt. Und ja, er war vorher bei Dropbox, jetzt ist er zu Microsoft ins Developer-Team gegangen, was vermuten lässt, dass er die Unterstützung von Python auf Windows verbessern möchte. Und Python ist wie gesagt ja der eigentliche Standard für AI und also Machine Learning Sachen. Und ja, man möchte jetzt noch ein bisschen mehr in diese Richtung gehen. Offensichtlich hat Microsoft da große Pläne. Ich bin gespannt, was da auf uns zukommt. Die Hardware-News gehen diese Woche an Apple. Apple hat in ihrer Keynote vorgestellt, dass sie neue MacBook Airs rausbringen. Und ich persönlich bin überhaupt kein Apple-Fanboy, beziehungsweise ich nutze die Dinge eigentlich auch nicht. Aber was besonders beeindruckend ist, Apple stellt jetzt seine eigenen Prozessoren her. Das heißt, Apple nutzt jetzt selbst Technologie, um als dritter Anbieter am Markt zu sein, was neben Intel und AMD schon echt eine ganz schöne Sache ist, sich da irgendwie platzieren zu wollen.
Und tatsächlich sind diese Prozessoren gar nicht mal so übel. Die sind eingebaut in den MacBook Airs und im MacBook Pro, was jetzt Ende 2020 erscheinen soll, mit einem Score von im MacBook Air 7055 auf Geekbench. Das ist jetzt irgendeine Zahl und macht nur Sinn, wenn wir es in Relation sehen, denn das MacBook Air ist besser als der Mac Pro von 2013 und, was noch interessanter ist, 2013 ist schon eine Weile her, das MacBook Pro von späten 2019. Denn das späte 2019 MacBook Pro hat nur 6.869 Punkte im Geekbench bekommen, während, wie gesagt, das MacBook Air, was jetzt rauskommen soll, hat über 7.000. Und das ist schon eine ganz schöne Leistung. Und ich bin gespannt, wo das vielleicht noch hinführt. Also wird jetzt Apple hier noch weitere Chips entwickeln, vielleicht sogar Grafikkarten? Wollen die auf kurze oder lange Frist dann unabhängig werden? Was lernen sie aus den Fehlern der anderen Hersteller? Haben wir bald wirklich einen dritten Anbieter auf dem Markt? Das sind alles so die Fragen, die mir natürlich unter den Fingernägeln brennen und die ich ja, gespannt verfolgen werde. Der Aufreger der Woche geht diese Woche an die KI von Twitter. Twitter hat natürlich auch eine Ranking-KI, das heißt, sie versucht quasi abzugleichen mit der Sucheingabe, die man eingibt, auf die Person, die dahinter stecken könnte als erstes. Das heißt, wenn ich etwas eingebe, welche Person wird mir am ehesten vorgeschlagen, welche Person passt am besten auf mein Ergebnis. Wenn ich jetzt Tutorials Deutsche Informatik eingebe, dann sollte eigentlich mein Twitter kommen, tut aber nicht, keine Sorge. Aber was jetzt tatsächlich kommt, wenn man Loser oder auch Racist eingibt, also Verlierer oder Rassist, dann kommt in beiden Fällen Trump. Und das ist schon eine ziemliche Aussage von so einer KI, wenn man das mal so, naja, sich überlegt. Vermutlich liegt es allerdings daran, dass Trump sehr, sehr häufig über Racism oder Racist getweetet hat in letzter Zeit. Vielleicht liegt es daran, man weiß es allerdings nicht genau. Finde ich auf jeden Fall ziemlich witzig und naja, hat für einen kleinen Aufreger gesorgt. Und als letztes kommen wir noch zum Bericht der Woche, weil ich keine bessere Kategorie dafür gefunden habe. Ich kann es schlecht Anonymous News nennen, ja. Denn es kam tatsächlich jetzt raus, dass Anonymous eine neue Aktion, eine neue Operation gestartet hat, nämlich die sogenannte Operation Justitia. Justitia ist das Recht. Und Operation Justitia bezieht sich jetzt auf Richter, die eventuell manche Beweismittel und Beweisstücke nicht so weit begutachtet haben, wie sie eigentlich sollten. Das heißt, Operation Justitia möchte jetzt sozusagen die Richter prüfen, ob die auch wirklich unabhängige Richter sind oder ob sie vielleicht voreingenommen sind von ihrer eigenen Meinung und im Zuge von Querdenken etc. vielleicht da einige Beweisstücke unterschlagen haben. Das ist zumindest das Ziel von der neuen Operation. Könnt ihr meinen, was ihr wollt. Schreibt mir eure Meinung zu so einer Operation oder zu generell den ganzen Trends hier in die Kommentare bzw. Kommandozeile, wenn ihr schon länger bei mir dabei seid. Und lasst mich wissen, was ihr dazu meint. Und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.